natürlich. Auf alle Fälle. Darf natürlich, aber ist leider immer noch schwierig. Es sollte halt nicht von Geschlecht oder Gender abhängig sein, wie viel jemand verdient. In Sozialberufen, also in der Pflege. Medizinische Assistentinnen, Bürotätigkeiten, Verkäuferinnen, die ganzen Frauenberufe. Soziale Arbeit, Fürsorge, Putzen, Reinigen, die ganzen Sachen, die wir eigentlich am dringendsten brauchen. Es spielt schon eine große Rolle, würde ich sagen. Weil wenn ich zum Beispiel einen Beruf mache, wo ich vielleicht 400 kriege im ersten Lehrjahr, will ich es nicht machen wollen. Es war natürlich wichtig, also man muss schon was verdienen, aber die Freude an der Arbeit war an erster Stelle. Nicht ausschlaggebend. Ich wurde trotzdem davon beeinflusst, was zu studieren, was irgendwie praktisch und relativ stabil ist. Das hat nicht die oberste Priorität gehabt. Für mich war wichtig, etwas zu finden, was mir Spaß macht. Nicht sehr wichtig. Also so, dass ich sagen kann, eben, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich kann mir das leisten, was ich mir leisten will. Aber im Vordergrund steht bei mir eher Freizeit, Homeoffice-Möglichkeiten, Arbeitsklima und so weiter. Das ist mir eindeutig wichtiger. Das ist eine schwere Frage. Wenn ich jetzt von mir spreche, ich war sehr glücklich zu Hause, wie die Kinder klein waren. Ich glaube, dass es so eine Art indirekter Zwang auch ist. Es wird von den Frauen erwartet. Eventuell in den ersten Jahren nach der Geburt eines Kindes. Dann, wenn sie einen geeigneten Betreuungsplatz finden, dann würden sie sicher gern wieder ins Berufsleben gehen. Mir war das ganz, ganz wichtig, dass ich so lange wie möglich bei meinem Kind sein kann, aber es denken nicht alle so. Aber es soll für jeden die Möglichkeit geben, dass er es so machen kann, wie er es möchte. Arbeit ist ungerecht aufgeteilt. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann brauchen wir 300 Jahre, bis wir die Gleichstellung der Frauen erreicht haben. Warum ist das so schwer? Es genügt nicht, dass Frauen mehr verdienen. Es genügt nicht, dass Frauen super Bildungsabschlüsse haben. Wir müssen darüber nachdenken, wer macht die Fürsorgearbeit. Wer kümmert sich um die Kinder, wer kümmert sich um die Kranken, wer kümmert sich um die Alten. Weil die Fürsorgearbeit, so wie sie jetzt gesellschaftlich bewertet ist, ganz klar ein Armutsrisiko in sich birgt. Für jede Frau. Das österreichische Sozialsystem bezieht sich ganz konsequent auf Erwerbsarbeit. Das heißt, wenn ich viel arbeite, kriege ich viel Arbeitslosengeld, kriege ich viel Krankengeld und kriege ich dann später mal viel Pensionsgeld. Wenn ich wenig arbeite, entsprechend wenig. Wenn ich große Berufsunterbrechungen habe, ganz schlecht. Was es dazu für Reformvorschläge gibt? Vielerlei. Es ist sicher ein Ansatz zu sagen, Menschen, die Fürsorgearbeit machen, sollten dafür weniger Erwerbsarbeit machen müssen und denselben Lohn bekommen. Arbeitszeitverkürzung, voller Lohnausgleich. Fakt ist aber auch, dass wir die Einrichtungen wie Frauenberatungsstellen ganz dringend brauchen, weil sie zeigen diese gesellschaftlichen Missstände auf. Sie sprechen mit den Frauen, sie wissen, wie es denen geht, sie wissen, warum die kein Geld haben. Die gehören gehört, diese Einrichtungen. Was kann jede einzelne Frau tun? Sich mit Geld beschäftigen. Es lohnt sich für die eigene Existenz, bei jeder Lebensentscheidung zu überlegen, was heißt das dann längerfristig. Sich informieren, ganz ein wichtiger Punkt. Viele junge Frauen sind idealistisch und voller Tatendrang und denken sich, ich mache das, was ich möchte und ich möchte nicht immer drauf schauen, ob das jetzt sich lohnt. Und das ist eigentlich auch eine gute Kraft und es schadet aber diesem Idealismus gar nicht, wenn ein bisschen unterfüttert ist mit solider Information. Wo kann ich mich informieren als Frau? Bei anderen Frauen. Viel drüber reden, das hilft auf jeden Fall. Vielleicht auch bei Frauen, die so eine Entscheidung schon getroffen haben und fragen, wie es ihnen damit geht. Aber auch bei Einrichtungen, die dafür da sind. Frauen- und Mädchenberatungsstellen gibt es auf jeden Fall in ihrer Nähe. Sie sind für solche Informationen, die sie brauchen, da. Sie sind auch dazu da, sie zu beraten oder mit ihnen durchzusprechen, wenn sie vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Sie sind kostenlos, anonym und sehr hilfreich.